This evening we'll be looking at God's plan and work of ongoing reformation in our lives. Heute Abend wollen wir Gottes Plan für unser Leben betrachten, wie er eine fortschreitende Reformation in unserem Leben haben möchte. And how he can work through the most amazing things to reform us. Und wie er uns umgestalten kann durch erstaunlichste Dinge. So I'd like to share with you something that God has done in my life. So möchte ich mit euch einiges anschauen, was Gott in meinem Leben getan hat. And before I begin, I want to let you know from the very beginning Und ich möchte euch gleich zu Anfang sagen, that I stand here as a witness that he is faithful. dass ich hier als ein Zeuge stehe, dass er treu ist. No matter what you are going through, Egal was du durchmachst, God is faithful. Gott ist treu. You can trust him. Du kannst ihm vertrauen. For me, though, I've had to learn that in a very challenging way. Ich allerdings musste das auf eine sehr, sehr schwierige Weise begreifen lernen. And it goes back a little bit to my story. Und da kommen wir auch gleich auf meine Geschichte zu sprechen. I was a student missionary when I met my wife Ich war ein Student Missionary, als ich meine Frau kennenlernte. on the island of Truk in Micronesia. Und zwar auf der Insel Truk in Mikronesien. And we very quickly began to date, and we thought we were in love. Wir haben uns schnell verliebt. And within less than a year, we got married. Und es dauerte kein Jahr und wir waren schon As verheiratet. soon as we returned to the United States, Und als wir dann zurückkamen in die Vereinigten Staaten, I had no education. dann eben geheiratet und ich hatte keine Ausbildung, keine abgeschlossene, I had no job. auch keinen Arbeitsplatz, I had no savings. auch keine Ersparnisse, I had no reason to get married, eigentlich gar keinen Grund zu heiraten, except we thought we were in love. außer dass wir halt dachten, wir lieben And uns. so very quickly and very young, we got married. So haben wir sehr schnell und sehr jung geheiratet. And we began our lives as very dysfunctional young people. Und wir haben unser Eheleben begonnen als zwei sehr dysfunktionale Menschen. In many ways, most of us are dysfunctional in one way or another. Ja, auf die eine oder andere Art und Weise haben wir so unsere Funktionsstörungen, nicht wahr? Things that have happened in our lives have created certain responses from us. Dinge, die in unserem Leben zu gewissen Reaktionen geführt haben. And we create various ways to protect ourselves from others. Und wo wir dann so Abwehrmechanismen entwickeln, um uns vor anderen zu schützen. Some people put on a very happy face on the outside. Es gibt Menschen, die haben immer ein fröhliches Gesicht. Other people act unnaturally loud. Oder andere, die sind immer sehr lautstark. Some people, if they have received abuse in their life, Und andere, die auch Missbrauch in ihrem Leben erfahren haben, they begin to turn in and feel that they are worthless and hopeless. ziehen sich in sich zurück und fühlen sich wertlos, hoffnungslos. And so my wife and I both grew up in homes where things like that happened. Sowohl meine Frau als auch ich sind in Familien aufgewachsen, wo sowas passiert ist. We were both dysfunctional in different ways. Und so hatten wir beide unsere unterschiedlichen Funktionsstörungen. My wife had grown up in a home where there was abuse. Meine Frau ist in einer Familie aufgewachsen, wo Missbrauch oder Misshandlung stattfand. Physical abuse, Körperliche Misshandlung, emotional abuse, emotionale Misshandlung and even sexual abuse. und auch sexueller Missbrauch. And because of that, she had scars in her life and her emotions that made it almost impossible to love. Und so hatte sie in ihrem Leben Narben, die es ihr fast unmöglich machten, zu lieben. And I had my own problems, Und ich hatte meine eigenen Probleme, but I didn't think I did. aber ich wusste es gar nicht so. Have any of you ever thought that other people are the ones with the problems and not you? Habt ihr schon mal gedacht, die anderen haben das Problem und du nicht? Well,
That's how our marriage began. So fing unsere Ehe an. And very quickly we struggled. Und so rangen wir I had no education, so I could not get a normal job. mit unserem Lebensunterhalt. Ich hatte ja keine Ausbildung. Was sollte ich also wie mein Geld verdienen? I struggled from one thing to another. Ich machte mal das eine, dann wieder arbeitete ich was anderes. And finally I decided I would give all of my life to God and we would become literature evangelists. Und dann habe ich mich entschieden, ich gebe mein ganzes Leben Gott und werde Buchevangelist. So I went from door to door, knocking, meeting many people. Hab an den Türen geklopft, mit vielen Menschen gesprochen, And many miracles. viele Wunder erlebt. It was wonderful. Wunderbar. But I'm not a very good salesman. Aber ich bin nicht so der gute Verkäufer. I love Bible studies. Gebe gerne Bibelstunden, I love being with people, bin gerne mit Leuten zusammen, but not so good selling. aber verkaufen And so very quickly, und schon bald, after we had a miscarriage wir hatten eine Fehlgeburt and the medical bills and my failure to be able to provide, und dann gab es eben die Rechnung vom Krankenhaus und ich konnte nicht genug Geld verdienen, we went bankrupt. waren wir pleite, Insolvenz. And I began to realize that I was failing in many ways. Und da wurde mir klar, ich bin ein Versager in vieler Hinsicht. And so I worked harder, Habe mich also mehr angestrengt zu arbeiten, tried even more. mich mehr eingesetzt. And in the process of doing that, something happened in me. Und dabei ist in mir etwas passiert. In an effort to look a certain way and be the kind of person that people expect you to be, Ich habe versucht, so zu sein, wie man es von mir erwartete. I made a serious mistake. Da habe ich einen schweren Fehler begangen. I began to think that my relationship with God was built on what I did for Him. Ich fing an zu denken, dass meine Beziehung zu Gott davon abhängt, was ich selber tue und leiste. And I did a good job. Ja, und ich war nicht schlecht. I had worship, Machte Andacht, I would pray, betete, I would serve, diente, I preached all over the state. habe überall im Bundesstaat auch Predigten gehalten. We were wonderful people to have in your church. Wir waren ein wunderbares Paar. Ihr hättet uns gerne in eurer Gemeinde gehabt. We did everything. Wir haben alles angepackt. I was ordained as an elder at 19 years old. Ich war schon mit 19 eingesegneter Ältester. Not a pastor, but an elder. Nicht Pastor, aber Ältester. We were the model Adventist young people. Wir waren das vorbildliche junge adventistische Paar. I don't know what your list is in Germany, but according to the American list, we were doing all of it. Ich kenne eure deutsche Liste nicht als Adventisten, aber die amerikanische Liste, die haben wir komplett erfüllt. But I had made that mistake. Aber dieser Fehler war da And so life continued. und das Leben ging weiter. We did our best. Wir haben unser Bestes gegeben. We tried to love, Wir haben versucht zu lieben, but when broken people come together, aber wenn gebrochene Menschen zusammenkommen, hurt people hurt people. Menschen, die Schmerzen haben, die verletzt sind, die verletzen auch andere Menschen. People who have been hurt automatically hurt other people. Wer verletzt worden ist, der verletzt automatisch andere Menschen. That is what we learn in the world So bringt man es uns in der Welt bei. and also what we do in the church. Und so passiert es auch in der Gemeinde. Many people are hurt in the church, aren't they? Viele in der Gemeinde leiden. And when people are hurt, they naturally hurt other people. Und wenn sie verletzt sind, dann verletzen sie oft auch andere. And so our life continued on. Und so ging unser Leben weiter. Eventually, God blessed us with 2 beautiful children. Schließlich haben wir von Gott das Geschenk 2 wunderbare Kinder bekommen. My wife was happy to be able to have a baby that would love her. Meine Frau war glücklich, endlich ein Baby, das sie liebt, But that is also a dysfunctional thing. von dem sie geliebt wird. Und das ist aber auch schon eine Funktionsstörung eigentlich. When adults have children so that the children will love the adults, it's backwards. Wenn Erwachsene Kinder haben, damit sie von den Kindern geliebt werden, dann steht irgendwas auf dem Kopf. And so we began to have many challenges as parents Und so hatten wir als Erwachsene, als Eltern viele Herausforderungen. because children are very selfish Denn Kinder sind von Natur aus egoistisch and we struggled.
Und wir hatten damit zu kämpfen. But that was all on the inside. Aber das war alles innen. On the outside, Außen, what you saw, was ihr gesehen habt, we were perfect Adventists, waren wir vollkommene Adventisten, working hard. die sich sehr einsetzten. So one Sabbath we traveled to a church Eines Sabbats, wir fuhren zu einer Gemeinde, about 2.5 hours away. 2,5 Stunden von unser daheim weg. Preached a very good sermon Ich habe eine gute Predigt gehalten about Ebenezer, über Ebenezer, not Ebenezer Scrooge. nicht diese Ebenezer Scrooge, But the Ebenezer in the Bible. sondern der Ebenezer in der Bibel. It's the name of a rock. Das ist der Name eines Felsen. A rock where God told Israel to write down how he had saved them. Auf dem Felsen hatte Gott gesagt, sollten sie eingravieren, wie er sie gerettet hatte. And so they said to name the rock Ebenezer. Und so sollten sie diesen Felsen nennen Ebenezer. It means the stone of help. God has helped us thus far. Der Stein der Hilfe, der bis hierher hat uns Gott geholfen. So I preached a sermon about trusting God and your own personal examples of how he's helped you. Ich habe die Predigt gehalten darüber, wie wir Gott vertrauen können und unser eigenes Beispiel genannt. And I believed the sermon. Und ich glaubte an diese Predigt. We had lived the sermon. Wir lebten diese Predigt. We finished, we had potluck, Die Predigt ging zu Ende, wir hatten Potluck. and then we loaded our children into the car. Dann haben wir die Kinder wieder ins Auto gebracht, angeschnallt And we prayed und haben gebetet, for safety. dass Gott uns beschützt. And then we drove towards home. Und dann sind wir losgefahren. But between that church and our home, Aber zwischen dieser Gemeinde und unserem Zuhause everything changed. hat sich plötzlich alles verändert. In a moment, In einem Augenblick. our car lost control Das Auto geriet außer Kontrolle. at 100 kilometers per hour Wir waren 100 Stundenkilometer schnell and rolled down a hill und überschlug sich mehrere Male bergab einen Hügel. 3 or 4 times. 3, 4 Mal. And when it stopped, Und als es zum Stehen kam, our family was destroyed. war unsere Familie zerstört. But I was not hurt. Aber ich war nicht verletzt. I had to see everything. Ich musste alles ansehen. I had to turn and see my wife nearly dead. Ich drehte mich um zu meiner Frau, fast tot, I had to carry my own children in my hands, musste meine eigenen Kinder auf den Armen tragen, and they were dead. tot. I laid them down on the grass. Hab sie ins Gras gelegt, I had to search for my son. musste meinen Sohn suchen, He had been ejected from the vehicle. war aus dem Auto geschleudert worden. 30 meters away, I found him, 30 Meter Entfernung, da fand ich ihn, not moving. leblos. I put my little girl Abigail, 10.5 months, Mein kleines Mädchen, 10,5 Monate, next to her brother Caleb, who was 3.5 years old. legte ich neben ihren Bruder Caleb, 3,5 Jahre alt. And in horror, I looked back at the car. Und entsetzt drehte ich mich um zum Auto, I didn't know if my wife was alive or dead. wusste nicht, ob meine Frau tot oder lebendig ist. The ceiling was crushed. Die Decke war eingedrückt vom Auto. We had no airbags. Es gab damals noch keine Airbags. And I'm surrounded by what used to be my family. Und da umgibt mich das, was mal meine Familie war. And in shock, Und im Schock I walked around in a circle, bin ich im Kreis gegangen looking up und habe aufgeschaut and saying, und gesagt, God, Gott, where are you? wo bist du? We've been doing everything right. Wir haben alles richtig gemacht. Where are you? Wo bist du? We pray. Wir haben We serve. gebetet, wir haben gedient. And now my children are dead. Jetzt sind meine Kinder tot. That day began a very dark
time in our lives. Mit diesem Tag begann eine sehr finstere Zeit in unserem Leben. In the time we have this evening, I'm not sharing as much as we are sharing in the seminar time in the morning. Heute Abend kann ich nicht so viel erzählen wie morgens in dem Seminar, wo wir mehr Zeit haben, Where we are talking about the role of grief and how God can use that for good. wo wir auch darüber sprechen, wie die Trauer, was sie für eine Funktion in unserem Leben erfüllen kann und wie Gott sie benutzen kann zum Guten in unserem Leben. But this evening, in our time we have here, Aber heute Abend I want to go through the story faster möchte ich schneller durch die Geschichte gehen, to help us to see the way that God can change us in the darkest places. damit wir verstehen, wie Gott uns verändern kann, auch am finstersten Ort. And so there my wife and I were. Da waren nun meine Frau und ich. She nearly died. Sie war fast gestorben. 2 days later in the hospital when she finally woke up, Als sie 2 Tage später im Krankenhaus schließlich aufwachte having lost all the memory of 2 days, und völligen Gedächtnisverlust von 2 Tagen hatte. the very first thing she said when she came awake Und als sie dann wach wurde, war das Erste, was sie sagte: was, "Where are my babies?" Wo sind meine Kleinen? And I had to be the one to tell her Und ich war derjenige, der ihr sagen musste, that they were dead. sie sind tot. As a father, I had failed. Als Vater hatte ich versagt. I could do nothing. Ich hatte nichts tun können. I couldn't help her. Ich konnte ihr nicht I helfen. couldn't help them. Ich konnte ihnen nicht helfen. And now I didn't even know what was real. Und ich wusste gar nicht mehr, was ist die Wirklichkeit. And we were thrown into what the Bible describes as the valley of the shadow of death. Und so wurden wir in ein Tal geworfen, das die Bibel als das Tal der Todesschatten A horrible bezeichnet. place. Ein furchtbarer Ort. According to some psychologists, Einige Psychologen sagen, there is no greater psychological trauma to a human dass es kein größeres Trauma für einen Menschen geben kann, for a parent to lose their children. als wenn ein Elternteil die eigenen Kinder verliert. It's not natural. Denn das ist nichts Natürliches. And there we were, been married only 5 years. Wir waren nur 5 Jahre verheiratet gewesen, We'd already had a miscarriage, hatten eine Fehlgeburt gehabt, gone bankrupt, sind pleite gegangen, had 2 children, hatten 2 Kinder and buried 2 children und begruben 2 Kinder, who died on a Sabbath day die an einem Sabbat starben, after preaching. nachdem ich gepredigt hatte. And in the midst of that valley, Und mitten in diesem Tal, in the darkness, in der Finsternis, in the pain, im Schmerz, God began to break us. hat Gott angefangen, uns zu zerbrechen. But we didn't know that. Wir wussten das nicht. We couldn't feel anything. Wir konnten nichts fühlen. When you are broken and hurting, you cannot see what is happening outside of you. Wenn du gebrochen bist und verletzt bist, dann kannst du nicht das sehen, was außerhalb von dir stattfindet. And so for us, we entered that dark place. So sind wir in diesen dunklen Ort gelangt. I want to share with you a little bit about that and how God worked in the darkness. Und jetzt möchte ich etwas darüber sprechen, wie Gott in dieser Finsternis gewirkt hat. I don't know your pain. Denn ich kenne deinen Schmerz nicht. I'm a visitor, I don't know your stories, Ich bin hier nur Gast, ich kenne deine Geschichte nicht. but I know you have pain Aber ich weiß, auch du hast Schmerzen, because we live in a world of pain. weil wir in einer Welt der Schmerzen leben. And many Christians and Adventists, Und viele Christen und Adventisten, they begin to think, well, if I give my life to God, then everything goes well. die glauben, wenn ich mein Leben Gott gebe, dann läuft alles glatt. I pray and God protects me. Ich bete, dann beschützt mich Gott. We eat right and we don't get sick. Wir essen richtig und dann werden wir auch nicht krank. But what do you do when the bad things happen? Aber was machst du dann, wenn die schlimmen Dinge trotzdem passieren?
When we have done everything we can and we think that now we will be safe from those things. Wenn wir alles getan haben, was richtig war, und wir denken, jetzt sind wir bewahrt. And we begin to think that God will keep you from the trouble. Und wenn wir denken, dass Gott uns vor den Problemen schützt. But the Bible teaches Aber die Bibel lehrt, that he takes you through the trouble. dass er uns durch die Probleme hindurch führt und begleitet. He is faithful Denn er ist treu. and he walks with us Und in that valley. er geht mit uns durch dieses Schattental. But we didn't know all of that. Das wussten wir damals nicht. We were thrown into the middle of grief. Wir waren mitten in der Trauer im Leid angekommen. Horrible grief. Entsetzliches Leid. Anger. Wut. Anger at God. Wut auf Gott. We did everything right. Wir haben doch alles richtig gemacht. Denial. Verdrängung. Where you can't even believe what's happened. You keep hoping that you'll wake up and it'll be all over. Du glaubst einfach nicht, dass es wahr ist. Du hoffst, du wachst aus dem bösen Traum einfach auf. Bargaining. Du verhandelst. Where you say, okay, God, Du sagst, gut Gott, I will go on, but you better bring Jesus back soon. ich gehe weiter, aber sieh zu, dass Jesus bald wiederkommt. Things like that. Solche Dinge. And then depression. Und dann die Depression. Horrible depression. Entsetzliche Depression. You have no answers. Du hast keine Antworten. And in the midst of all that, Und mittendrin in all dem they warned us. haben sie uns gewarnt. You need to fight for your marriage Kämpft besser um eure Ehe, because you now have an 85% divorce rate. denn statistisch gesehen habt ihr jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass ihr euch scheiden lasst Within 2 years. in den nächsten beiden Jahren. And so everything had to start over. Ja, und so musste alles neu beginnen. And so as we continued to go forward Als wir weitergegangen sind, in the anger, in in the die Wut, depression, in der Depression, fighting in our marriage, die Auseinandersetzung in der Ehe, we misunderstood them. wir haben sie missverstanden. They said fight for your marriage. Sie haben gesagt, kämpft um eure Ehe. We heard fight in your marriage. Wir hörten, kämpft in der Ehe. We did. Und so haben wir es auch gemacht. She grieves differently than I grieve. Meine Frau trauert anders als ich. It was horrible, Es war schrecklich, very dark. sehr finster. And finally, Und schließlich I came to our counselor and I told him, sprach ich mit unserem Seelsorger und sagte ihm, I don't believe I'm a believer anymore. ich glaube eigentlich, dass ich gar kein Gläubiger mehr bin. He said, why? Warum? Fragt er. Do you remember my mistake that I made? Erinnert ihr euch an den Fehler, den ich begangen hatte? The mistake that my relationship with God was built on what I did? Das Missverständnis, dass meine Beziehung zu Gott abhängig ist von dem, was ich tue? After the accident, I could do nothing. Nach dem Unfall konnte ich nichts mehr tun. If I tried to pray Wenn ich versuchte zu beten and closed my und eyes, meine Augen zumachte, my mind would go back to the day my children died and I would have a flashback. sah ich sofort den Unfalltag vor mir und die toten Kinder und ich hatte einen Flashback. Over and over again, Immer wieder seeing my children meine Kinder gesehen, failing as a father, versagt als Vater, horror. Schrecken. I stopped praying. Also habe ich aufgehört zu beten. I tried to read the Bible Ich habe versucht, die Bibel zu lesen, because I know that's a good thing to read. weil ich wusste, das ist gut, wenn man das liest. But the anger was so raw, I could hear nothing. Aber der Zorn war so stark, ich konnte nichts hören. I remember one time throwing it across the room. Einmal habe ich die Bibel in die andere Ecke des Zimmers geworfen. I couldn't preach. Ich konnte nicht mehr I predigen, couldn't serve. ich konnte nicht mehr dienen, I could do nothing. nichts konnte ich mehr tun. And so I said, I must not be a believer. Und so dachte ich mir, wahrscheinlich glaube ich gar nicht mehr. And Frank,
our counselor told us something that has changed my life. Und Frank, unser Seelsorger, hat mir dann etwas gesagt, was mein Leben verändert hat. He said, Bryan and Penny, Er sagte, Bryan und Penny, it is not what you do es ist nicht das, was du tust, that builds your relationship with God. das deine Beziehung zu Gott aufbaut, It is what He does. sondern was er tut And we could say what He is doing. und was er im Moment gerade tut. God is the one who is drawing you to Himself. Gott ist derjenige, der dich zu sich zieht. God is love. Gott ist Liebe. You don't climb up to Him. Du musst nicht zu ihm hinaufklettern. He sent Jesus to bring you up to Him. Er hat Jesus hinuntergesandt, um dich hochzuholen zu ihm. And then He said this, Und dann hat er gesagt, let God love you. lass dich doch von Gott lieb haben. And we could do nothing else. Und wir konnten nichts anderes tun. So God began to change us in the pain. Und so hat Gott uns angefangen zu verändern in dem Schmerz. The first thing that had to change for us Aber was zuerst sich ändern musste für uns, was our picture of God. war unser Gottesbild. We all have pictures of God, Wir right? alle haben ein Bild von Gott, nicht wahr? We learn them from other people. Wir übernehmen das von anderen Menschen We get them from reading. oder lesen natürlich. Many different pictures. Viele verschiedene Vorstellungen von Gott. Some people have a picture of the God as the great judge, Manche stellen sich Gott als den großen Richter vor, standing up, watching the whole world, der die ganze Welt beobachtet watching whatever you do. und genau schaut, was du tust. I saw that. Ja, das habe ich jetzt gesehen. And sending you to the hot place. Und dann ab in die Hitze. That's what many people believe. So glauben viele Menschen. Other people picture Andere? God like maybe a vending machine. Stellen sich Gott mehr wie so einen Verkaufsautomaten vor. You know how you put in your money, Da schmeißt das Geld rein, you press the button, drückst den Knopf, out comes your candy bar, water, whatever. dann kommt deine Schokolade, dein Wasser, was auch immer du da gezogen hast. And sometimes we think, many world religions like this, Und viele Religionen auf der Welt funktionieren so, if you put in your good things, wenn du gute Sachen da reinwirfst, your prayers, Gebete, your tithe, Zehnten, your serving in church, du dienst in der Gemeinde then you press the button, boop, und dann den Knopf here comes your blessing. und da kommt schon der Segen. Some of you have that picture. Haben einige von euch diese Vorstellung von Gott? But what do you do when you press the button and no blessing comes? Aber was ist, wenn du den Knopf drückst und der Segen kommt nicht? You get angry at the machine, you kick Und it. du wirst böse mit der Maschine, du trittst sie. Sorry. In some religions, In einigen Religionen they say it like this: sagen sie es so: do good, Tu Gutes, get good. bekomme Gutes. Do evil, Tu Böses, you get evil. dann bekommst du Böses. Ellen White says that the foundation of every false religion is the idea that man can save themselves. Ellen White sagt, die Grundlage jeder falschen Religion ist die Vorstellung, dass der Mensch sich selber retten kann. That was the picture I had. So hatte ich die Vorstellung. And in the brokenness, Und in der Gebrochenheit, in the in darkness, der Dunkelheit God began to change it. hat Gott es angefangen zu verändern. But he had to break me first. Aber zuerst einmal musste er mich brechen. Because God only can reform what he has first broken. Denn Gott kann nur das umgestalten, was er zuerst gebrochen hat. Salvation is the process Rettung ist der Vorgang, of moving us through and away from the school and the lessons of Satan that we have learned through our life. uns wegzubewegen von den Unterrichtseinheiten und dem, was wir in dieser Welt und bei Satan gelernt haben. This is coming from the book Desire of Ages, page 330. Hier gibt es ein Zitat aus dem Leben Jesu, Seite 330. 330. And this is just part of it. Nur ein Teil daraus.
Redemption is that process by which the soul is trained for heaven. Erlösung ist der Vorgang, bei dem die Seele für den Himmel ausgebildet wird. This training means a knowledge of Christ. Diese Ausbildung bedeutet, Jesus zu erkennen. It means emancipation from ideas, habits and practices Es bedeutet, frei zu werden, frei gemacht zu werden von Ideen, Vorstellungen, von Gewohnheiten, that we have been gained in the school of the Prince of Darkness. die wir in der Schule des Fürsten der Finsternis erlernt haben. The soul must be delivered from all that is opposed to loyalty to God. Die Seele muss befreit werden von allem, was der Treue zu Gott entgegensteht. Desire of Ages 330. Leben Jesu im Englischen 330. In the midst of our brokenness, Inmitten dieses Gebrochenseins, in the darkness, in der Finsternis, God was reforming us, hat Gott uns verändert, healing us geheilt through pain. durch Schmerz. And as we began to open our heart to his love, Und als wir zuließen, dass er uns liebt, he began to change us. da hat er uns dann verändert. I'm going to share with you 3 verses that you possibly already know. 3 Verse, die ihr wahrscheinlich kennt. If you don't have them memorized, I invite you to memorize them. Wenn ihr sie nicht auswendig kennt, ich empfehle es euch wärmstens. But I want you to hear these verses in the context of our story, Aber hört einmal auf diese Verse durch die Brille unserer Geschichte, because they change everything. denn sie verändern alles. When God breaks you Wenn Gott dich zerbricht and begins to set you free, und dich dadurch befreit, all of the rules in the way we think change. dann ändert sich dein ganzes Denken. So the first verse that we began to learn Der erste Vers, den wir auswendig lernten, is Jeremiah chapter 31 verse 3, ist Jeremia 31, Vers 3. which says, Und dort heißt es, God is speaking. und Gott spricht dort, It says, behold, I have loved you with an everlasting love. dort sagt es in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt. Therefore, with loving kindness, I draw you. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. It's not what we do, Es ist nicht das, was wir tun, it's what he is doing. sondern das, was er tut. God was in Christ reconciling the world to himself. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. That's 2 Corinthians 5. In 2. Korinther 5. Because of what God has done, we can receive that love. Weil Gott etwas getan hat, können wir diese Liebe empfangen. In our brokenness, In unserer when we Gebrochenheit. can do nothing, Auch dann, wenn wir nichts mehr tun that's when he können. loves us. Dann liebt er uns. That's when he has begun the process of transforming our lives. Da beginnt dieser Prozess der Umgestaltung in unserem Leben. And we began to open our heart to that. Und da haben wir unsere Herzen dem langsam geöffnet. His love was wonderful. Seine Liebe war wunderbar. He also used the church, Er hat auch die Gemeinde gebraucht the body of Christ. als Leib Jesu. They loved us. Sie haben uns geliebt. They ministered to our needs. Sie haben uns in all unseren Bedürfnissen gedient. They actually loved like Christ. Sie haben wirklich geliebt wie Jesus. I don't have time to explain all of that this evening, Ich kann das heute Abend nicht alles erklären, but I want to challenge you to righteousness. aber ich fordere euch auf, rufe euch auf zu dieser Gerechtigkeit. Our churches Unsere Gemeinden need to be places where Christ's love is shown to a broken world. müssen Orte sein, an denen die Liebe Jesu der Welt offenbart wird. As that love began to change us, Und diese Liebe begann uns zu verändern. then we learned there are 2 more amazing principles. Da haben wir noch 2 andere Grundsätze verstehen gelernt. That the God of love
der Gott der Liebe, who is drawing you to himself, der dich zu sich zieht, he's also the God who has a plan for your life. das ist auch der Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Again, Jeremiah Wieder Jeremia 29, verse 11. 29, Vers 11. Also God speaking again. Wieder spricht Gott. He says, I know the plans I have for you. Denn ich weiß wohl, was ich für Pläne mit dir habe. Plans to prosper you, Pläne des Friedens, to give you a hope and a future. dir Hoffnung zu geben und eine Zukunft. This God of love Dieser Gott der Liebe also has a plan to bless you. hat einen Plan, wie er dich segnen möchte. But maybe you're saying, Aber vielleicht sagst du, Bryan, Bryan, your children died. deine Kinder sind gestorben. What kind of a blessing is that? Was für ein Segen soll das denn sein? God does not cause those things, Gott verursacht das nicht. but God is bigger than those things. Er verursacht sowas nicht, er ist aber größer als so etwas. And God's plan for us is larger than what we understand. Sein Plan ist größer als das, was wir verstehen können. Er kann diese Dinge besiegen, überwinden. God's plan for you and for me is not just about this world. Gott hat nicht nur Pläne mit dir und mir für diese Welt. You and I, we have been created for eternity. Wir sind geschaffen, um ewig zu leben. This life is not all there is. Dieses Leben ist nicht alles, was es geben wird. And God is willing to allow things that may happen to set us free from the lies that have trapped us. Und Gott lässt es zu, dass Dinge passieren, damit wir frei werden von Lügen, die uns gefangen halten. He is more concerned about your character than your comfort. Er macht sich mehr Gedanken über deinen Charakter als über deine Bequemlichkeit. And sometimes his plan takes you to places you might not choose. Und manchmal gehört es auch zu seinem Plan, dass du an Orte gelangst, wo du nicht hin möchtest. Our accident happened in 1994. Unser Unfall geschah 1994. God has changed my wife and me in so many amazing ways. Gott hat meine Frau und mich auf so verschiedene und wunderbare Weise verändert. He began to teach us what love actually is. Er hat uns beigebracht, was Liebe wirklich bedeutet. Like the book of Ephesians talks about love and respect in this cycle of going up and up and up. Wie das Buch Epheser, der Brief darüber schreibt, wie Liebe und Achtung einen Kreislauf bilden können, eine Spirale, die aufwärts geht. And he set our marriage to a place we never imagined possible. Er hat unsere Ehe zu einem Niveau gebracht, was wir uns gar nicht erträumen konnten. We have now celebrated our 28th anniversary. Wir hatten gerade kürzlich unser 28. Ehejubiläum. God is faithful. Gott ist treu. But more. Aber mehr. Eventually, we went to go serve in Micronesia again. Wir sind dann wieder nach Mikronesien. And God began to do something amazing. Als Missionare und Gott hat etwas Besonderes getan. He gave us the chance to adopt an unborn child. Wir kamen in die Lage, dass wir ein ungeborenes Kind angeboten bekamen zur Adoption. For free. Für umsonst. And when the paperwork was finished, und als die ganzen Dokumente unterzeichnet waren, he was our boy. Unser Sohn jetzt, We looked at the date. haben wir plötzlich das Datum gesehen. It was December 3, 1997. Am 3. Dezember 1997 unterzeichnet. Our first two children died on December 3, 1994. 3 Jahre zuvor, genau an dem Tag, sind unsere Kinder im Unfall ums Leben gekommen. Exactly 3 years to the day. Genau 3 Jahre auf den Tag He gave us children to love again. haben wir wieder Kinder bekommen, um sie zu lieben. I said children because Ich sage Kinder, weil on December 2, einen Tag davor my wife was kind of sick to her stomach. fühlte sich meine Frau schlecht im Magen She went in the bathroom and took a test, und and hat einen Schwangerschaftstest gemacht. 2 lines on the dipstick. Und da waren wieder 2 Linien. She was pregnant. Sie war schwanger.
So in her belly, or womb, In ihrem Bauch and in our arms und in unseren Armen were 2 children again to love. wieder 2 Kinder, die wir lieben dürften. And God began to turn our pain Und to Gott joy. hat begonnen, unseren Schmerz wieder in Freude zu verwandeln. We have 2 more children. Später haben wir noch 2 Kinder bekommen. They keep coming, so we maybe should understand why. Sie kommen einfach so, wir sollten uns mal Gedanken machen, woran das liegt. And God has taught us the 3rd principle. Und da hat Gott uns den 3. Grundsatz vermittelt. Romans chapter 8, verse 28. Römer 8, Vers 28. For we know Denn wir wissen, that all things work together for good. dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. For those who love the Lord and are called according to his purpose. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. God in his miraculous power, Gott in seiner wunderbaren Macht he can turn all things for good. kann alle Dinge zum Guten I werden. don't understand it, Ich verstehe es nicht, but as you surrender your heart to God, aber wenn du dein Herz Jesus, wenn You du dein let- Herz Gott gibst let his love hold you and draw you. und ihm erlaubst, dass er dich liebt und dich zu sich zieht, He has a plan that takes you to places you might never understand. dass er einen Plan hat, der dich zu Orten führt, die du gar nicht fassen kannst. And he also has the power to turn all things for good, Und dass er die Macht hat, alles zum Guten zu benutzen, even death. sogar den Tod. God is faithful. Gott ist treu. But he has taught us in the darkness Aber in der Finsternis hat er uns das beigebracht, that resurrections dass Auferstehungen require funerals. Beerdigungen erfordern. If we want to live in newness of life, Wenn wir ein neues Leben führen möchten, we need to die. müssen wir In erst Christ. sterben, in Christus sterben. And then we live by his strength. Und dann können wir durch seine Kraft leben. Our testimony is one that says no matter what you're going through, Unser Zeugnis kann man so zusammenfassen, egal was du durchmachst, you can trust God to be faithful. kannst du Gott vertrauen, dass er treu ist. Trust his love, Seiner Liebe vertrauen, believe his plan, seinem Plan glauben and rely on his power, und dich seiner Macht anvertrauen. and God will bless you. Dann wird Gott dich segnen. I'd like to pray with you before we finish. Ich möchte gerne mit euch beten, bevor wir enden. But before we do that, Aber vorher I was asked to let you know that our story has been written down, and it's back there in both English and German. wurde ich gebeten, euch darauf hinzuweisen, dass unsere Geschichte aufgeschrieben wurde und in Englisch und Deutsch hinten im Laden verfügbar ist. If you know people who are hurting, Und wenn ihr Menschen kennt, die durch ganz schwere Zeiten gehen, the book is written so that it can be given to people without faith, even Muslims. das Buch ist sogar so geschrieben, dass ihr es auch Menschen geben könnt, die ganz ungläubig sind oder auch Moslems sind, It is written from a human perspective aus einer sehr, sehr menschlichen Perspektive geschrieben, of how God can reach us in our pain. beschrieben, wie Gott uns im Schmerz erreichen kann. I pray that as we journey this week together, Und ich bete, dass, wenn wir jetzt gemeinsam diese Woche hier erleben, that you will allow God to speak deeply into your life. dass du es Gott gestattest, dass er ganz tief hineinspricht in dein Leben, Even in the pain, auch in deinen Schmerz hinein, let his love surround you. dass seine Liebe dich umgeben darf, Trust his plan dass du seinem Plan Vertrauen schenken kannst and rely on his power. und dich auf seine Kraft stützen kannst.